Как вы себя чувствуете? Молодой человек, с вами все в порядке? Молодой человек, если вы будете все время молчать, и мы с вами не найдем общего языка, мне будет очень трудно вам помочь. Я не уверен, что мне нужна ваша помощь. Но почему вы так думаете? Какой сегодня день? 23 апреля 2006 года. Последнее, что я помню, это среда, 23 апреля 1958 года. Это очень интересно. Вы хотите сказать, что... Das geschäftige Kiew wurde am 23. April 2006 Zeuge eines ungewöhnlichen Ereignisses. Die Straßen waren voller Menschen, die ihrem Alltag nachgingen, als plötzlich etwas Außergewöhnliches geschah. Mitten auf dem Unabhängigkeitsplatz, dem Maidan Nezalezhnosti, taumelte ein junger Mann, scheinbar Ende 20, völlig orientierungslos umher. Er nannte sich Sergei. Die Menschen um ihn herum warfen ihm neugierige Blicke zu, unsicher, was sie von ihm halten sollten. Etwas an ihm wirkte seltsam fehl am Platz. Seine Bewegungen waren zögerlich, als ob er sich in einer fremden Welt wiederfand. Es war nicht nur sein altertümlicher russischer Dialekt. Es war, als wäre er direkt aus einer anderen Epoche gestiegen. Seine Sprache klang wie aus einem längst vergangenen Jahrhundert. Sergeis Kleidung stach stark von der modernen Mode um ihn herum ab. Die Passanten konnten ihre Blicke nicht von ihm abwenden. Er trug ein abgenutztes Leinenhemd, eine Kniebundhose, die von Hosenträgern gehalten wurde, und hohe Stiefel. Diese Kleidung schien aus einer anderen Zeit zu stammen, als ob er aus einem Geschichtsbuch herausgetreten wäre. Seine Verwirrung und sein verblüffter Gesichtsausdruck deuteten auf etwas Außergewöhnliches hin. Es war, als ob er gerade erst in diese Welt katapultiert worden wäre. Er schien mit seiner Umgebung völlig unvertraut zu sein. Jeder Schritt, den er machte, war von Unsicherheit geprägt. Es war mehr, als hätte sich hier jemand nur verlaufen. Es war, als ob er aus einer anderen Zeit in diese moderne Welt gefallen wäre. Sergei schien in der Zeit selbst verloren zu sein. Seine Augen suchten nach Anhaltspunkten, die ihm vertraut waren. Doch er fand keine. Autos, Handys, selbst die elektrischen Straßenlaternen erfüllten ihn mit kindlichem Staunen. Alles um ihn herum war neu und fremd, als ob er zum ersten Mal in seinem Leben solche Dinge sah. Die Nachricht von Sergeis ungewöhnlichem Auftauchen verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Theorien über seine Herkunft schossen ins Kraut. Einige flüsterten von einem fehlgeschlagenen Regierungsexperiment. Andere sprachen von psychischen Problemen, vielleicht einer Krankheit, die zu Wahnvorstellungen führte. Er besaß keinen Ausweis, kein Geld, keinen Hinweis darauf, woher er kam. Seine Erinnerungen waren gefüllt mit Pferdekutschen, nicht mit rasenden Autos. Sein Wortschatz, seine Manierismen, sein völliger Mangel an Wissen über die moderne Welt, alles deutete auf eine einzige, beunruhigende Möglichkeit hin. Konnte Sergei ein Besucher aus der Vergangenheit sein, der irgendwie ins 21. Jahrhundert transportiert worden war? Последнее, что я помню, это среда, 23 апреля 1958 года. Это очень интересно. Вы хотите сказать, что оказались в будущем, с вашей точки зрения? Я не знаю. Давайте все-таки познакомимся поближе с вами. Меня зовут Пономаренко Сергей. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. Да, но я бы вам дал на вид лет 25-26, но никак не более 30. Мне 25. Можете сами посчитать. Ну хорошо. А вы можете припомнить тот момент, после которого вы оказались в нашем времени? У меня был выходной, и я просто решил выйти прогуляться. Взял фотоаппарат и
уже во дворе в небе увидел странный объект. Он был похож на колокол, но это что-то другое, и летел он по какой-то странной траектории. Мне сложно объяснить, что я видел. Лучше проявить пленку, и тогда, может быть, станет ясно. Доктор, скажите, со мной что-нибудь не так? Видите ли, Сережа, я больным вас не считаю, но кое в чем мне нужно разобраться. Я надеюсь на вашу помощь. Я здесь сижу и хочу вернуться домой. Понимаете, в свое время. Сережа, вот здесь лежат фотографии. Они отпечатаны с пленки из вашего фотоаппарата. Меня больше всего интересует вот эта фотография. Взгляните, пожалуйста. Вы убедились, что я вам не вру? Я до сих пор не понимаю, что это за объект и что со мной вообще произошло. Когда я его сфотографировал, я опустил объектив, увидел вокруг себя другой мир. Das Rätsel um Sergei vertiefte sich, als eine Lokalhistorikerin mit einer verblüffenden Entdeckung an die Öffentlichkeit trat. Die Entdeckung war so außergewöhnlich, dass sie die gesamte Gemeinde in Aufregung versetzte. Bei der Durchsicht alter Archive war sie auf ein Foto aus dem Jahr 1932 gestoßen. Dieses Foto war nicht nur alt, sondern auch von historischer Bedeutung. Es zeigte eine Gruppe von Menschen, die auf demselben Platz standen, auf dem Sergei zum ersten Mal aufgetaucht war. Der Platz war ein bekannter Treffpunkt in der Stadt. Dort im Hintergrund stand ein junger Mann, der Sergei verblüffend ähnlich sah. Die Ähnlichkeit war so stark, dass es fast unheimlich war. Das Foto, körnig und von der Zeit verblasst, jagte allen einen Schauer über den Rücken. Es war, als ob die Vergangenheit lebendig geworden wäre. Der Mann auf dem Bild trug dieselbe altmodische Kleidung, denselben verwirrten Gesichtsausdruck. Es war, als ob Sergei durch die Zeit gereist wäre. Die Ähnlichkeit war zu groß, um ein Zufall zu sein. Jeder, der das Foto sah, konnte die Verbindung nicht leugnen. Die Historikerin verglich akribisch die Gesichtszüge, die Art und Weise, wie Sergei sich bewegte. Alles passte zusammen. Sie war überzeugt, dass es mehr als nur eine zufällige Ähnlichkeit war. Es war er, oder zumindest jemand, der sein eineiiger Zwilling hätte sein können. Die Ähnlichkeit war einfach zu frappierend. Das Foto wurde zu einer Sensation. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und erregte großes öffentliches Interesse. Experten wurden hinzugezogen, um es auf Anzeichen von Manipulation zu untersuchen. Sie fanden keine. Das Foto war echt und unverändert, was das Rätsel nur noch vertiefte. Die Entdeckung des Fotos heizte die Zeitreisetheorien an. Es zeigte eine Person, die scheinbar nicht in die Zeit passte, in der das Foto aufgenommen wurde. Konnte Sergei durch einen Riss im Gewebe der Zeit gestolpert sein? Solche Risse, auch bekannt als Wurmlöcher, sind theoretische Verbindungen zwischen verschiedenen Punkten in der Raumzeit. War es möglich, dass er fast ein Jahrhundert in die Zukunft gereist war? Die Vorstellung, dass jemand aus der Vergangenheit in unsere Gegenwart gelangt, fasziniert die Menschen seit jeher. Physiker und Wissenschaftler taten die Idee schnell als absurd ab. Sie argumentierten, dass die physikalischen Gesetze solche Reisen unmöglich machen. Zeitreisen, so argumentierten sie, gehören weiterhin ins Reich der Science Fiction. Doch die Literatur und Filme haben diese Konzepte immer wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Doch trotz der Skepsis der Wissenschaft lief die Fantasie der Öffentlichkeit amok. Menschen begannen, ihre eigenen Theorien und Geschichten zu entwickeln. Sergei wurde über Nacht zu einer Sensation, zu einem Symbol für die Geheimnisse, die in den Falten der Zeit verborgen liegen mögen.
Die Medien berichteten ausführlich über seine Geschichte. Theorien über Wurmlöcher, Zeitverschiebungen und Paralleluniversen füllten die Internetforen. Menschen diskutierten leidenschaftlich über die Möglichkeit von Zeitreisen. War Sergei ein Reisender aus einem Paralleluniversum, in dem die 1930er Jahre nie endeten? Oder war er einfach ein Mann mit einer außergewöhnlichen Geschichte, die unsere Vorstellungskraft beflügelte? Nicht jeder war von der Zeitreisegeschichte überzeugt. Skeptiker wiesen auf den Mangel an konkreten Beweisen hin. Wo waren die Zeugen von 1932, die Sergeis Anwesenheit bestätigen konnten? War es nicht möglich, dass die ganze Angelegenheit ein sorgfältig inszenierter Schwindel war, um die Öffentlichkeit zu täuschen? Vielleicht hatte er seine Rolle akribisch einstudiert und die Geschichte und die Manierismen einer vergangenen Epoche studiert. Seine altmodische Kleidung, seine altertümliche Sprechweise, alles könnte Teil eines gut einstudierten Schauspiels sein. Obwohl diesen Theorien die Sensationslust der Zeitreisen fehlte, boten sie eine bodenständigere, rationale Erklärung für Sergeis rätselhaftes Auftreten. Trotz aller Skepsis blieb Sergei ein Rätsel. Er erzählte weiterhin Fragmente aus seinem Leben in den 1930er Jahren. Er sprach von seiner Familie, seiner Arbeit als Kupferschmied, seiner Liebe zum Grammophonhören. Seine Erinnerungen, obwohl bruchstückhaft, zeichneten ein lebendiges Bild einer vergangenen Epoche. Er beschrieb ein einfacheres Leben, unberührt von den rasanten technologischen Fortschritten des 21. Jahrhunderts. Besonders merkwürdig war sein völliger Mangel an politischem Bewusstsein. Er schien weder vom Zweiten Weltkrieg noch vom Kalten Krieg oder dem Fall der Sowjetunion zu wissen. War er wirklich ein Zeitreisender, ein lebender Beweis dafür, dass die Vergangenheit irgendwie in die Gegenwart eindringen kann? Genauso abrupt, wie er aufgetaucht war, verschwand Sergei wieder. Am 12. Mai 2006, weniger als einen Monat nach seinem ersten Auftauchen, verschwand er spurlos. Zuletzt wurde er gesehen, wie er am Ufer des Dnjepr entlang ging, den Blick in die Ferne gerichtet. Einige Zeugen behaupteten, er sei einfach verschwunden, wie ein Geist, der in die Schatten zurückkehrt. Es wurden Suchaktionen durchgeführt, aber von Sergei fehlte jede Spur. Sein Verschwinden vertiefte das Geheimnis um ihn nur noch. Hatte er irgendwie den Weg zurück in seine eigene Zeit gefunden? Der Fall Sergei, des angeblichen Zeitreisenden, fasziniert und verblüfft bis heute. Seine Geschichte ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie wenig wir tatsächlich über das Universum und die Natur der Zeit selbst wissen. War er ein Besucher aus der Vergangenheit, ein Hirngespinst der kollektiven Vorstellungskraft oder ein Opfer einer grausamen Laune des Schicksals? Die Antwort, so scheint es, ist im Sande der Zeit verloren gegangen. Das Rätsel um Sergei stellt unsere Wahrnehmung der Realität in Frage und fordert uns auf, die Grenzen dessen zu hinterfragen, was wir für möglich halten. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass einige Geheimnisse dazu bestimmt sind, ungelöst zu bleiben. Was glauben Sie, ist mit Sergei passiert? War er ein Zeitreisender, der in eine Zukunft katapultiert wurde, die er nie verstand? Oder war seine Geschichte eine Erfindung, ein Beweis für die Macht der menschlichen Fantasie? Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, ein Zusammenspiel außergewöhnlicher Umstände und der Fehlbarkeit menschlicher Wahrnehmung. Was auch immer die Wahrheit sein mag, eines ist sicher. Die Geschichte von Sergei, dem Mann, der scheinbar aus der Zeit gefallen ist, wird uns noch generationenlang beschäftigen und verblüffen.